Warum in Kolumbien wieder Blut fließt. Im ganzen Land haben sich Demonstranten am 5. Mai zu neuen Protesten versammelt. 24 Menschen sind gestorben. Die Polizei ist für mindestens 11 dieser Todesfälle verantwortlich. Mehr als 800 Menschen wurden bei Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten verletzt. Und 80 weitere Menschen sind als vermisst gemeldet. In der Nacht wurden 25 Polizeistationen angegriffen. Die Armee ist ausgerückt. Die Demonstrationen begannen am 28. April und richteten sich zunächst gegen die Steuerreform. Die Hälfte der Bevölkerung Kolumbiens lebt heute in Armut. Die Stimmung ist explosiv. Präsident Duque zog zwar die geplante Reform zurück, doch das reicht nicht aus, um die Proteste zu stoppen. Die Kolumbianer protestieren weiter gegen das brutale Eingreifen der Polizei und Armee. Sogar die UN zeigte sich beunruhigt über die Gewalt gegen Demonstranten und die Erschießungen durch die Polizei. Aber auch Bürger feuern aus ihren Häusern zurück. Ein Polizeirevier wurde in Brand gesteckt und 15 Polizisten konnten den Flammen gerade noch entkommen. Vermummte feuern auf die Polizei mit Schusswaffen. Die Regierung gibt die Schuld den linken Rebellen. Und der Präsident von Ecuador Moreno hat den venezolanischen Diktator Nicolás Maduro beschuldigt, hinter den Protesten in Kolumbien zu stecken. Dabei sind die Menschen einfach verzweifelt. Durch die Corona-Krise stark gebeutelt herrscht vielerorts Hunger und die geplante Steuererhöhung hätte vor allem die Armen und die Mittelschicht hart getroffen. Dabei ist die Wirtschaft um 7% geschrumpft. Aber auch die mehr als 3 Millionen Flüchtlinge aus Venezuela machen die Situation nicht einfacher. Nach 50 Jahren Bürgerkrieg vereinbarte 2016 die kolumbianische Regierung mit der größten Guerilla, der FARC, einen endgültigen Waffenstillstand und ein Friedensvertrag wurde unterzeichnet. Über 6.500 FARC-Guerillos gaben bis im Juni 2017 ihre Waffen ab und sollten in Entwaffnungszonen in der Zivilgesellschaft integriert werden. Dafür bekam Präsident Juan Manuel Santos 2016 der Friedensnobelpreis. Doch die Vereinbarungen wurden nicht eingehalten. Viele Ex-FARC wurden dann durch rechte Guerillas ermordet. Auch die Drogenkartelle wie der Golf-Clan mischen in dem Konflikt wieder mit und es ist nicht einfach zu checken, wer wen unterstützt. Was aber noch stutzig macht, dass in den westlichen Medien sehr einseitig über die Situation in Kolumbien berichtet wird. Was denkt ihr über den Konflikt? Findet ihr die Proteste gerechtfertigt?